Ein Kriech fehlt mir. Also muss ich wirklich sagen, also so ein richtiger Kriech, ja, falls mal einer rüberkommt und packt einfach mal einen Kriech bitte in den Koffer mit rein, den lassen wir dann nicht weg. Also muss ich sagen, so ein Kriech oder so ein bisschen kroatisch oder so, das wäre schon nice. Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. Video Nummer 103. Heute geht es um die 10 negative Punkte über Paraguay. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Die 10 größten Negativpunkte über Paraguay. Die negativen Punkte, welche ich gleich erläutere, stammen nicht alle aus meiner Erfahrung, sondern auch teilweise aus Gesprächen. Fangen wir an mit der Nummer 1, die Kriminalität. Die Kriminalität ist hier ein Problem, wie in jedem Land. Der kleine, aber feine Unterschied hier ist, dass die Waffen oder Waffenbesitz hier legal ist. Das heißt, es ist noch ein Stück weit gefährlicher, sage ich es mal so. Kommen wir zum ersten Thema, das sind Überfälle. Hauptsächlich auch von Motochorros. Motochorros sind Gruber bzw. Motorräder, die sind meistens zu zweit auf dem Motorrad. Und wenn du dann mit dem Handy durch die Gegend laufst oder hast noch eine fette Rolex oder irgendwas an der Hand, dann halte die an, ziehe dann eine Schusswaffe oder Messer und bedrohe dich, damit du den Gegenstand dann eben frei gibst. Kleiner Tipp, wehrt euch nicht dagegen, um so weitere schlimme Folgen dann zu vermeiden. Auch hier habe ich eine Anekdote dazu, und zwar ein paraguayischer Freund, dem wurde das Motorrad geklaut, und das ist ganz, ganz schlimm für die Paraguayer, weil das ist die einzige Möglichkeit, zur Arbeit zu kommen. Und er hat dann tatsächlich zu mir gesagt, vielleicht hat so sein müssen, weil vielleicht hätte ich dann heute oder morgen einen Motorradunfall gehabt. Das ist eine Denkweise, die muss ich mir noch ein bisschen abgucken von der Paraguayer, wenn einem das wichtigste Verkehrsmittel dann eigentlich genommen wird. Ja, die Einbrüche und Diebstähle ist ja ein ganz, ganz großes Problem. Es gibt gewisse Teile, da wird öfter eingebrochen. Es gibt Teile, da wurde bisher noch gar nicht eingebrochen oder sehr wenig. Und man muss sich wirklich dann auseinandersetzen. Und ich sage auch immer so, oft ist eine Vorgeschichte, ja, bei Überfällen oder Angriffen. Das heißt, ich habe die Mitarbeiter nicht bezahlt, das heißt, ich habe jemanden beleidigt, ja, in seine Ehre oder im Stolz gekränkt und so weiter und so fort. Das heißt, wie verhalte ich mich gegenüber Paraguayer? Da muss man sehr aufpassen. Aber natürlich gibt es auch gezielte Überfälle bzw. Einbrüche dann gegen Deutsche, aber auch gegen Paraguayer. Also nochmal, das ist nicht ein Problem, wo es heißt, ja, sie gehen jetzt nur auf die Ausländer, sondern es sind Paraguayer auch betroffen davon. Nummer 1, manche Regionen gibt es mehr Einbrüche wie andere Regionen. Das heißt, auch hier muss ich mich erkundigen vorher, wie sicher ist die Gegend. Aber auch eine sichere Gegend, also welche heute sicher zählt, kann in Zukunft Überfälle bzw. Einbrüche erleiden. Vorkehrungen heißt, Beispiel Nummer 1. Ich muss mich mit meiner Nachbarschaft gut verstehen. Ja? Ich stelle mich mit meiner Nachbarschaft gut. Das ist der erste wichtigste Punkt. Der zweitwichtigste Punkt. Man organisiert sich innerhalb der Nachbarschaft, das heißt durch WhatsApp-Gruppe, ja, durch irgendwelche Absprechungen etc. pp. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Aber auch, und das muss man auch dazu sagen, Überfälle, ich weiß ja auch durch meinen Job, ich hatte einen Fall kurz vor meiner Auswanderung, vor 4,5 Jahren, war eine Ortschaft, ganz in der Nähe von meinem Heimatdorf. Da wurde meine Kundin 4-mal überfallen innerhalb von 3 Jahren. Es wurde Autos geklaut, ja, in der Ortschaft. Es wurde mehrere Haushalte eingebrochen. Also, wie gesagt, der feine Unterschied ist, ja, und es ist der wichtigste Unterschied, dass viele hier dann Waffen haben. Das heißt, beim Einbruch oder auch die Eigentümer. Und es wird halt, dann kommt es leider zum Schusswechsel. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Die schlechte Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen. Das ist ein negativer Punkt, aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, und auch hier fehlt wieder, ja, habe ich mich informiert, ja, was ist wenn, also das heißt, was ist, wenn es mir schlecht geht, es gibt hier keinen Rettungshelikopter, ja, auch bei einem Autounfall oder bei einem Motorradunfall. Ich muss mich einfach darauf einstellen, was ist, wenn irgendetwas passiert, wie bekomme ich schnell Hilfe. Es ist ein negativer Punkt, das heißt, dass wenn man es irgendwo gefällt, ja, die medizinische Versorgung nicht da ist oder nicht ausreichend vorhanden ist, dann fällt es persönlich für mich
weg. Und das war auch ein Grund bei unserer Suche, ja, das ist die medizinische Versorgung, dass die hier dann stattfindet. Dritter Punkt, Korruption. Gibt es hier im Kleinen, sage ich mal, in manchen Ländern im Großen, manche Länder heißt es dann Lobbyismus. Hier geht es halt wirklich bis ganz runter. Haben wir Erfahrung gemacht mit Korruption? Ja. Kann man was dagegen tun? Ich glaube nicht. Man muss einfach lernen, damit zu leben. Vierter Punkt, die extreme Hitze in Paraguay. Jeder Mensch empfindet eigentlich die Hitze ein bisschen anders. Also für uns, oder für mich besser gesagt, muss ich sagen, ich finde die Hitze, oder was man als Hitze bezeichnen kann, beispielsweise 32 Grad, da ist ja schon Weltuntergangsstimmung in Deutschland, ja, das sind ja die ganze Landkarte in der Tagesschau, beim Wetterbericht ja mittlerweile dunkelrot oder schwarz. Man verbrennt ja förmlich. Und ich finde die Hitze hier sehr, sehr angenehm. Es gibt schwüle Tage, definitiv. Aber ich habe in Deutschland immer das Gefühl gehabt, wenn bei uns dann, also da wo ich herkomme, mir 30, 32 Grad, aber oft noch so eine drückende Schwüle war. Die haben wir hier auch, wenn es dann wenn es geregnet hat, wenn dann der ganze Wasserdampf nach oben geht oder wenn Regen kommt. Also dann merkt man auch so die Schwüle. Ansonsten kommt es natürlich darauf an, wo man sich in Paraguay befindet. Das heißt, der Norden im Chaco ist natürlich viel, viel heißer wie hier bei uns im Süden. Und man hört es natürlich wieder, wir haben Wind, was ich eigentlich sehr angenehm finde. Wenn man hier mal 35, 36 oder 38 Grad habe und du gehst dann wirklich in die Schatte, du merkst dann tatsächlich auch schon den Unterschied. Das heißt, ein kleiner Ventilator ist eigentlich also für uns eigentlich sehr angenehm zum Aushalten. Ja, dann kommen wir schon zu Punkt Nummer 6, das schlechte Essen. Kann ich eigentlich nicht mitziehen. Also ich finde das Essen, klar, man hat in Deutschland ums Vielfache, also mehr Auswahl an Essen, das ist klar. Aber auch hier, ja, wo wohnt man? Wenn ich halt an der ländlichen Gegend in Paraguay, dann habe ich meistens immer nur das Gleiche. Bin ich halt in einer Stadt wie Asunción, ja, und Sierra del Este, ja, Encarnación etc., dann habe ich dort auch Restaurants, ja, wo halt echt Abwechslung bietet. Also beispielsweise bei uns Encarnación, ja, wir haben 2, 3 Sushi-Läden. Wir haben Pizza Hut, ja, für manche, also ich kriege kein Geld für die Werbung. Wir haben den M hier, wir haben den B hier, also den Hamburguesa, also den Hamburger Laden, die 2, wer es mag. Und ganz, ganz viele andere Restaurants. Also ich finde eigentlich das schlechte Essen hier, ein Kriech fehlt mir. Also muss ich wirklich sagen, also so ein richtiger Kriech, ja, falls mal einer rüberkommt und packt einfach mal einen Kriech bitte in den Koffer mit rein, den lassen wir dann nicht mehr weg. Also muss ich sagen, so ein Kriech oder so ein bisschen kroatisch oder so, das wäre schon nice. Aber ansonsten, wie gesagt, auch hier, ja, ist immer unabhängig, ja, ortsabhängig, wo wohnt man hier in Paraguay. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das sage ich halt immer wieder auch in den Videos. Ihr müsst schauen, wann, wo ihr euch niederlasst, ja, mit der Sicherheit, mit der Medizin, ja, mit dem Essen etc. pp. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch wenn das Grundstück mega, mega toll ist, immer abwäge, ihr lebt dort, ja, die nächsten wahrscheinlich 20, 30, 40 Jahre, ist es dann immer noch so schön, ja, um diese Sache zu verzichten. Das muss man sich halt dann wirklich im Klaren sein darüber. Gut, weiter geht's. Punkt Nummer 6, Paraguay hat keinen Meerzugang. Ja, ist für manche negativ, für manche positiv, beziehungsweise neutral. Ich persönlich fände es auch cooler, wenn wir mehr Zugang hätten. Dafür hat das Land Paraguay natürlich einige Vorteile. Und wie schon früher in den Videos erwähnt, ich habe ja eine Excel-Liste erstellt. Für mich war jetzt der Mehrzugang nicht das Kriterium schlechthin, sondern mir war dann wichtig, ja, wie ist die Chance wirtschaftlich in Zukunft, ja, wie ist das Leben hier etc. pp. Und da überwiegen halt dann die Vorteile mehr wie halt kein Meerzugang. Aber wie gesagt, wir sind hier, wir können nach Brasilien rübergehen. Brasilien hatte ganz, ganz tolle Strände. Direkt gegenüber 1000 Kilometer, 1200 Kilometer. Da haben wir schon dann die tolle Strände von Brasilien. Punkt Nummer 7, die Unzuverlässigkeit im Allgemeinen. Sprich Unpünktlichkeit. Ich war immer so der pünktliche und zuverlässige Typ in Deutschland und das war für mich am Anfang
Es ist die Mentalität und negativer Punkt muss ich sagen, ja, bei gewissen Sachen schon. Bei manchen Sachen lache ich mittlerweile drüber und da bin ich auch froh drum, dass wir auch ein bisschen lockerer geworden sind. Was ich natürlich, ja, Beispiele aus der Vergangenheit. Ja, wir machen Asado, also mit Grille abends, lade Freunde ein, sage, okay, um 7 Uhr beginnt, man richtet das Fleisch und komme dann halt erst um 8:30, 9. Das ist halt nicht so dolle. Dann haben wir bei der Handwerker natürlich viel gehabt, ja, ja, das mache ich morgen, dann wartest du den ganzen Tag, ich richte mich ja danach nach denen, ja. Also das heißt, ich nehme ja frei, weil ich weiß, die kommen um 3, dann weiß ich schon, okay, um 3:30, 4, alles cool. Dann kommen sie aber nicht. Und die schreiben auch nicht, ja, dass sie heute nicht kommen. Dann schreibe ich an, hey, wo bleibst du? Ah, nee, das und das ist mir dazwischen gekommen. Ist ja alles cool, aber dann schickt mir doch bitte Nachricht, dass ich mein Leben danach richten kann, weil ich habe nur ein Leben und ich möchte dieses Leben nicht mit Warten verbringen. Dann heißt Mañana. Also auf das muss man sich einstellen, Mañana, Mañana. Das heißt morgen, morgen oder halt überhaupt gar nicht. Und das ist so ein kleiner negativer Punkt. Aber wie gesagt, ich kann momentan sehr gut damit leben. Und die, wo mich jetzt kennen, die schreiben mir ganz kurz, hey Sasch, bei mir wird es heute nichts mehr. Ich komme morgen und dann ist alles cool. Punkt Nummer 8, keine Unterhaltungsmöglichkeiten. Auch hier muss ich wieder sagen, ja, ist ein Punkt, ja, der negativ bei manchen Menschen natürlich aufschlagt. Hier muss man sagen, auch hier wieder Standort, ja, schaue, wo lasse ich mich nieder, was ist geboten für meine Kinder. Das Schlimmste, was ist, wenn es der Kinder langweilig wird, ja, und irgendwann sage, ey, wir wollen doch wieder zurück nach Deutschland, weil Kino, ja, und so weiter und so fort. Hier, also wie gesagt, ich kann nur von mir sprechen, hier meine Kinder, wir haben hier Kino, ja, wir haben so viel Abwechslung, wir haben Strände, 5 Strände erreichbar hier in Encarnación, bis nach Carmen de Paraná. Wir haben Karneval, wir haben Auto-Tuning-Treffen, Motorradfeste, Rallye, Autorallye. Wir haben so viele Sachen hier, wo geboten werden für die Kinder. Und das Tolle ist, wenn dann irgendwelche Konzerte sind am Strand unter der Costanera, ist dann meistens auch Eintritt frei. Auch hier, wie gesagt, Tipp, schaut, Standort, 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 Lage, 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 so wichtig, ja, hier, wenn man dann wirklich sagt, okay, man geht in dieses Land. Punkt Nummer 9, schlechte Infrastruktur und enormer Verkehr. Auch hier schlechte Infrastruktur vergleichsweise zu Deutschland absolut korrekt, ja, also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, es fehlt hier komplett die Eisenbahn, die wurde ja verkauft irgendwann nach Kolumbien und es gibt halt hier nur die Straße, Busse, ja, und LKWs und dementsprechend auch hier enormer Verkehr in Asunción. Also ganz ehrlich, also ich finde es furchtbar, Asunción reinzufahren, wenn man dann in Capiatá sind oder auch von San Bernardino aus. Klar, man kann dann hinterrum fahren über den Flughafen, über Luque, aber es ist halt schon eine Reise. Ne? Also da ist schon mal ein halber Tag oder Tag weg. Encarnación zum Beispiel ist so, auch während unserer Hauptsaison, ja, während die Touristen kommen und wir haben jetzt schon gehabt dieses Jahr, ich glaube 300.000, 400.000 Touristen. Man merkt es auf der Straße, aber es ist doch recht entspannt und gemütlich zu fahren. Infrastruktur, da wird momentan ganz viel gemacht. Meines Wissens ist auch eine neue Bahnstrecke geplant von Asunción nach Encarnación runter. Und es wird momentan alles ausgebaut. Also zum Beispiel die Route 2 wurde jetzt vierspurig ausgebaut. Ja, die Route 8 wurde vor kurzem komplett erneuert. Das war vor 10 Jahren noch eine Erdstraße. Und man merkt, in dem Land wird wirklich viel getan, es wird viel investiert, ja, und das Land geht richtig vorwärts. Das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum das man gesagt hat, okay, man braucht keinen Mehrzugang. Uns ist es wichtiger, dass da in Zukunft Feuer drin ist und hier investiert wird. Punkt Nummer 10, Guarani. Also damit ist nicht gemeint die Währung, sondern die Sprache. Negativ, es gehört zu den Paraguayer, ja, ich finde es toll, ich finde es auch toll, wie sie die Kultur und die Tradition erhalten, aber negativ in dem Sinne, dass wenn du, also gerade die Anfangszeit, wo wir hier in Paraguay waren, da haben sie ja noch die Maske getragen, dann Spanisch inklusive oder so ein Mix zwischen Spanisch und Guarani und da steigt halt komplett aus. Ne? Also auch heute noch, ja. Also ich verstehe viel mittlerweile Guarani, also nicht so viel, aber doch einiges. Und ich habe auch schon einige Sätze und Wörter gelernt von meinen Paraguayer, aber das Guarani ist halt, es ist verdammt schwer. Es ist eine richtig schwere Sprache für mich.
Ich finde es toll immer, ja, wenn wir dann abends bei unserer Nachbarschaft drüber hocken und ich kriege dann jedes Mal ein neues Wort gelernt. Und so, also immer wieder wird wiederholt und so bringe ich mir das dann langsam bei. Zum Beispiel Pateko. Ja, wie geht's dir oder como ist das? Heißt es dann. Und ja, das heißt, ich verabschiede mich. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Gerne ein Abo da lassen und ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Im nächsten Video die 10 positiven Seiten von Paraguay. Bis dann, ciao, ciao.